Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr bereits wisst, mein Name ist Bobby und heute möchte ich euch gerne den Lynchburg Lemonade vorstellen. Der Lynchburg Lemonade ist ein Cocktail der Kategorie Sours. Der Name ist nach dem Ort Lynchburg in Tennessee, USA benannt, welches die Heimat des Jack Daniels ist. Das Getränk wurde 1980 von dem Restaurant- und Loungebesitzer Tony Mason in Alabama kreiert und auch benannt. Ein Jahr später startete die Jack Daniels Distillery eine internationale Kampagne, um das Getränk und das Rezept ordentlich zu pushen. Heute möchten wir das Ganze gemeinsam mixen. Die meisten nehmen dazu hier so einen Krug. Es kommt natürlich jetzt mit der Rezeptur mal darauf an, wie viel Milliliter euer Glas enthält. Ganz klar, wie bei jedem Cocktail. Wir benötigen heute auf jeden Fall, das ist ein Bildcocktail. Das bedeutet, wir füllen zuerst Eiswürfel in unseren Krug. Dann benötigen wir 6 cl Jack Daniels. Wir nehmen 3 cl Grand Marnier oder Cointreau, ein Orangenlikör, auch Triple Sec genannt. 3 cl. Dann benötigen wir 1,5 cl Zuckersirup. Wir benötigen 3 cl Zitronensaft. So, das Ganze werden wir jetzt mit einem Löffel erst nochmal leicht verrühren. So, dann habe ich hier eine hausgemachte Zitronenlimonade. Ihr könnt auch eine Sprite nehmen. Auf jeden Fall wird das Ganze mit Zitronenlimonade aufgefüllt. Zu guter Letzt nehme ich noch ein bisschen Eiswürfel. So, dann natürlich einen Strohhalm. Und als Garnitur nehmen wir eine Zitronenecke. Voilà, unser Lynchburg Lemonade. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Wow. Ja, der Cocktail war übrigens im Jahre 2020, nein 2019, 2020 ist er mir vorbeigehuscht. 2019 im Sommer mein Lieblingsgetränk nach Feierabend. Nach wie vor ein richtig geiler Cocktail. Sehr erfrischend auf jeden Fall und ein richtig toller Geschmack von dem Jack Daniels zum Schluss. Also ich finde ihn tausendmal besser als wie Jackie Cola. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wieder wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen. Würde mich über eure Kommentare und Likes freuen. Und natürlich freue ich mich auf nächste Woche Freitag, euch einen neuen Cocktail wieder vorstellen zu dürfen. Dankeschön.